Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Heute begehen wir den Gedenktag der Heiligen Maria Magdalena. Maria Magdalena hat eine eigene Geschichte und Jesus hat sie geheilt. Als der Auferstandene ist sie zum ersten Mal, erst als erste Person erschienen und gesagt, geh zu meinen Jungen und sag, ich bin auferstanden. Sie ist die erste Zeugin der Auferstehung Christi. Und sie hat mit anderen Frauen Jesus begleitet, unterstützt. Auch wir sehen Maria Magdalena beim Kreuz Christi. Beim Begräbnis war sie auch da. Wir wollen auf die Fürsprache dieser heiligen Maria Magdalena beten, dass wir auch auf der Auferstehung Kraft Christi leben und Zeugen für seine Auferstehung zu sein. Jesus hat seinen Jungen nach der Auferstehung gesagt, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium zu allen Menschen. Das ist auch eine Aufgabe, die Jesus uns auch aufgetragen hat. Die Verkündigung, Aufgabe, den Menschen nah zu sein, den Menschen die frohe Botschaft Jesus zu verkünden, in allen Situationen unseres Lebens. Wir bitten um Gottes Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast die Maria Magdalena erschienen, um die Zeugin deiner Auferstehung zu sein. Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du die Augen des Glaubens deinen Jüngern geöffnet. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. 171. Herr, wir loben, Herr, wir danken,
Lasset uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, die heilige Maria Magdalena durfte den Auferstandenen sehen und als erste den Jungen die österliche Freude verkünden. Gib auch ihrer Fürsprache auch uns den Mut zu bezeugen, dass Christus lebt, damit wir ihn einst schauen in seiner Herrlichkeit, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Von 543 die Strophe 3 und 5. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zustande lehrt. Wenn du mich meintest, euer Gott, so kann ich richtig gehen. Mit deiner Gebot. Dein Wort, Herr, nicht verkehrt, es bleibet ewiglich. Soweit der Himmel geht, der stets beweget sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erde, durch deine Hand bereicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Maria Magdalena, sag uns, was hast du gesehen? Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr.
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, die Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn auf dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. In der Frühe des Ostermorgens erkannte Maria Magdalena den Lebendigen in der Ergriffenheit ihres Herzens. Auch wir suchen seine Gegenwart in allem, was uns berührt, und bitten. Wir antworten: Lebendiger Gott, erbarme dich. Lebendiger Gott, erbarme dich. Die Kirche sucht nach neuen Wegen und nach neuen Worten, dich als lebendigen Grund allen Seins zu bezeugen. Für sie bitten wir: Lebendiger Gott, erbarme dich. Menschen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stehen vor der Herausforderung, neue Formen eines guten und zukunftsfähigen Miteinanders zu gestalten. Für sie bitten wir: Lebendiger Gott, erbarme dich. In den Kriegs- und Krisengebieten unserer Welt kämpfen Großeltern, Mütter, Väter um das Überleben ihrer Enkel und Kinder. Für sie bitten wir: Lebendiger Gott, erbarme dich. In unseren Städten und Gemeinden leben Menschen in Angst und Ausweglosigkeit. Für sie bitten wir: Lebendiger Gott, erbarme dich. Für viele Menschen, die ihre Anliegen hier in dieses Heiligtum tragen, geistig oder real. Für sie bitten wir: Lebendiger Gott, erbarme dich. Im Leben vieler Menschen nehmen Krankheit, Leid und Tod in diesem Jahr einen großen Raum ein. Für sie bitten wir:
Lebendiger Gott, erbarme dich. Herr, du bist das Leben und wir sind deine Geschöpfe. Deshalb werden wir niemals zu Schanden. Darauf vertrauen wir. Für uns, für alle, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nummer 414. 414, die erste, dritte und vierte Strophe. Zum Sanctus 129. Betet, Schwestern und Brüder, dass unser Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns, für seine ganze heilige Kirche. Wir bitten dich, Herr, nimm unsere Gaben entgegen, so wie dein Sohn den Dienst der Heilige Maria Magdalena angenommen hat. Herr, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst das Werk deiner Gnade. Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild, auf ihrer Fürsprache gewährst du uns Hilfe und gibst uns in ihrer Gemeinschaft das verheißene Erbe. Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft, im Kampf gegen das Böse zu siegen und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quelle aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seine Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seine Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung des Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit der heiligen Maria Magdalena und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat den Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir,
Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gebe uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprichst nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Amen. Herr Jesus Christus, wir beten hier und verbunden mit allen, die uns über die Medien zugeschaltet sind. Du bist mein Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt, in der geistigen Mitfeier der Heiligen Messe, bist du da für mich. Du schenkst mir deine Gegenwart in der Kraft deines Wortes und in deiner Hingabe, die ich beim Brechen des Brotes auf dem Altar miterleben darf. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte dir begegnen, wie beim Empfang der Heiligen Kommunion. Nimm mich hinein in deine große Liebe zu uns Menschen. Nimm mich hinein in die Weite deines Geistes und schenke mir eine tiefe Herzensverbundenheit mit dir. Führe mich tiefer hinein in das Vertrauen zu Gott, unserem himmlischen Vater, und mach mich selbst zum Zeichen der Liebe in dieser Welt. Amen. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, deine heilige Gabe erfülle uns mit aufrichtiger Liebe zu dir. Lass uns nach dem Vorbild der heiligen Maria Magdalena Christus, unseren Herrn und Meister, in Treue nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der Gottesmutter und der heiligen Maria Magdalena, es segne und behüte euch der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nun geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.